Hast du dich jemals gefragt, warum so viele von uns, die zwischen den frühen 80ern und Mitte der 90er geboren wurden, sich ständig so ausgebrannt fühlen? Es ist nicht nur Einbildung. Es gibt handfeste Gründe dafür, warum die Millennial-Generation mit einer einzigartigen Form der Erschöpfung zu kämpfen hat. Heute tauchen wir tief in die psychologische Landschaft der Millennials ein und beleuchten die gebrochenen Versprechen, den immensen Leistungsdruck und die allgegenwärtige Rolle der sozialen Medien. Unsere Kindheit war geprägt von einem unerschütterlichen Optimismus. Unsere Eltern, die Babyboomer, haben uns ein klares Versprechen gegeben. Wenn du hart in der Schule arbeitest, einen dann guten Abschluss machst und dir einen soliden Job suchst, dann steht dir die Welt offen. Ein eigenes Haus, finanzielle Sicherheit, ein besseres Leben als das der Generationen vor uns. Das war der Deal. Wir haben diesen Weg eingeschlagen, haben studiert, Praktika gemacht, uns angestrengt. Doch als wir in der Arbeitswelt ankamen, sah die Realität plötzlich ganz anders aus. Wir betraten den Arbeitsmarkt mitten in der größten Wirtschaftskrise seit der großen Depression. Die sicheren, gut bezahlten Jobs mit Aufstiegschancen waren rar. Stattdessen fanden wir uns in einer Landschaft aus unbezahlten Praktika, befristeten Verträgen und der sogenannten Gig Economy wieder. Die Mieten explodierten, während die Löhne stagnierten. Der Traum vom Eigenheim? Für viele von uns rückte er in weite Ferne. Dieses Gefühl, die Regeln befolgt zu haben, aber trotzdem nicht das versprochene Ergebnis zu bekommen, ist ein zentraler Frustrationspunkt. Es ist das Gefühl, betrogen worden zu sein. Nicht von unseren Eltern, sondern von einem System, das seine Versprechen nicht gehalten hat. Diese Diskrepanz zwischen Erwartung und Realität hat tiefe Spuren in unserer Psyche hinterlassen und ein Gefühl der Instabilität und Enttäuschung genährt. Doch es ist nicht nur die wirtschaftliche Enttäuschung. Millennials sind auch die Generation des permanenten Leistungsdrucks. Von klein auf wurden wir optimiert. Schon im Kindergarten ging es um Frühförderung, in der Schule um die besten Noten für die Elite-Uni. Unsere Freizeit wurde mit außerschulischen Aktivitäten verplant, um den Lebenslauf aufzupolieren. Alles musste einen Zweck erfüllen. Alles war ein Schritt auf dem Weg zum vermeintlichen Erfolg. Wir haben gelernt, dass unser Wert an unserer Leistung gemessen wird. Faulenzen oder einfach mal nichts tun? Das fühlt sich für viele von uns fast wie ein Versagen an. Diese Mentalität hat sich nahtlos ins Erwachsenenleben übertragen. Der Job allein reicht nicht. Wir sollen uns weiterbilden, nebenbei ein eigenes Projekt starten, zum Sport gehen, uns gesund ernähren, meditieren und natürlich ein erfülltes Sozialleben pflegen. Die Botschaft lautet: Du kannst alles sein, also musst du auch alles sein. Dieser ständige Druck, sich selbst zu optimieren und produktiv zu sein, führt zu einem Phänomen, das man als Burnout-Kultur bezeichnen könnte. Wir sind permanent on, immer erreichbar, immer bereit, die nächste Aufgabe anzugehen. Die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmen und Erholung wird selbst zu einem weiteren Punkt auf unserer To-Do-Liste. Wir sind nicht nur müde von der Arbeit, wir sind müde vom Leben selbst, weil das Leben zu einem endlosen Projekt der Selbstverbesserung geworden ist. Und dann kam die Technologie, die alles verändern sollte. Wir sind die erste Generation, die mit dem Internet aufgewachsen ist, aber auch die erste, deren Erwachsenwerden komplett von sozialen Medien begleitet wurde. Einerseits hat uns das vernetzt wie nie zuvor. Wir konnten mit Freunden auf der ganzen Welt in Kontakt bleiben, neue Gemeinschaften finden und uns über wichtige Themen austauschen. Andererseits hat es einen völlig neuen, unsichtbaren Druck erzeugt, den Druck des sozialen Vergleichs. Auf Plattformen wie Instagram, Facebook und heute TikTok sehen wir ständig die kuratierten, perfekten Leben der anderen. Die Traumurlaube, die perfekten Hochzeiten, die beeindruckenden Karrieresprünge, die makellosen Körper. Wir wissen rational, dass das nur die Highlights sind, ein sorgfältig inszeniertes Bild, aber unterbewusst nagt es an uns. Warum ist mein Leben nicht so aufregend? Warum sehe ich nicht so gut aus? Warum bin ich nicht so erfolgreich? Dieser ständige Vergleich führt zu Neid, Unsicherheit und dem Gefühl, nicht gut genug zu sein. Man nennt es auch die Fear of Missing Out, kurz FOMO. Die Angst, etwas zu verpassen, treibt uns an, ständig online zu sein, um ja nichts zu verpassen und verstärkt dabei nur das Gefühl der Unzulänglichkeit. Social Media wird so zu einer Echokammer unserer eigenen Ängste und des Leistungsdrucks, dem wir sowieso schon ausgesetzt sind.
Wenn wir all diese Faktoren zusammennehmen, die gebrochenen wirtschaftlichen Versprechen, den unerbittlichen Leistungsdruck und den ständigen sozialen Vergleich durch die digitalen Medien, ergibt sich ein ziemlich klares Bild. Das Ergebnis ist eine tief sitzende existenzielle Müdigkeit. Es ist nicht die Art von Müdigkeit, die man mit einer guten Nacht Schlaf los wird. Es ist eine Erschöpfung der Seele, ein Gefühl der Überforderung durch die schiere Menge an Entscheidungen, Möglichkeiten und Erwartungen, die auf uns einprasseln. Die Psychologin Anne Helen Peterson hat diesen Zustand als Millennial Burnout beschrieben. Es ist das Gefühl, einfache, alltägliche Aufgaben wie das Verschicken eines Pakets oder das Vereinbaren eines Arzttermins als unüberwindbare Hürden zu empfinden. Nicht, weil wir faul sind, sondern weil unsere mentale Kapazität bereits durch den Dauerstress, die Zukunftsängste und den Optimierungsdruck vollkommen aufgebraucht ist. Wir funktionieren im Alltag, wir gehen zur Arbeit, wir treffen Freunde, aber im Inneren fühlen wir uns oft leer und ausgebrannt. Die Ironie ist, dass wir in einer Welt leben, die uns mehr Möglichkeiten bietet als je zuvor, aber gleichzeitig fühlen wir uns oft gelähmt und unfähig, diese zu ergreifen. Doch was können wir tun? Die gute Nachricht ist, dass wir mit diesem Gefühl nicht allein sind. Das Bewusstsein für diese Problematik wächst. Immer mehr Millennials sprechen offen über psychische Gesundheit, über Burnout und die Notwendigkeit, Grenzen zu setzen. Der erste Schritt ist anzuerkennen, dass diese Erschöpfung nicht unser persönliches Versagen ist, sondern eine logische Konsequenz der Umstände, unter denen wir aufgewachsen sind. Es ist wichtig, den Druck zur Selbstoptimierung bewusst zu hinterfragen. Müssen wir wirklich immer produktiv sein? Ist es nicht auch in Ordnung, einfach mal nur zu sein? Es geht darum, uns von dem externen Erfolgsbild zu lösen und unsere eigene Definition von einem guten Leben zu finden. Das kann bedeuten, einen Job zu kündigen, der uns unglücklich macht, auch wenn er auf dem Papier gut aussieht. Es kann bedeuten, Social-Media-Pausen einzulegen und uns auf echte, unmittelbare menschliche Verbindungen zu konzentrieren. Und es bedeutet vor allem, nachsichtig mit uns selbst zu sein. Wir müssen nicht perfekt sein. Wir müssen nicht alle Erwartungen erfüllen. Wenn du dich in diesen Beschreibungen wiederfindest, sei dir bewusst, es ist okay, müde zu sein. Es ist okay, Hilfe zu suchen. Ein Gespräch mit einem Therapeuten oder Coach kann unglaublich wertvoll sein, um diese Muster zu durchbrechen. Es ist ein Zeichen von Stärke, sich Unterstützung zu holen. Die Herausforderungen für unsere Generation sind real, aber das sind auch unsere Stärke, unsere Anpassungsfähigkeit und unser Wunsch, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Indem wir ehrlich über unsere Kämpfe sprechen, können wir gemeinsam Wege finden, um nicht nur zu überleben, sondern wirklich aufzublühen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses tiefgehende Thema mit mir zu erkunden. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du mehr solcher Analysen sehen möchtest, dann lass doch ein Like da und abonniere den Kanal. Es würde mir sehr viel bedeuten. Pass auf dich auf und bis zum nächsten Mal.